Hallo und schön, dass du da bist. Heute erreichen wir gemeinsam einen mega Meilenstein auf der Reise hier auf YouTube. Nach 6 Jahren, die ich den Mustang GT nun fahre, steht die 100.000 Kilometer Laufleistungsmarke kurz bevor. Und natürlich ist das wie jedes Jahr seit 7 Jahren der Anlass für mich, um mal auf die Langzeiterfahrung mit dem US Pony Kart zu schauen, die euch ja mal besonders interessiert. Das sind mit Abstand meine erfolgreichsten Videos. Und genau das erwartet euch heute hier im Video. Viel Spaß und noch ganz kurz kleiner Spoiler. Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Eigentlich kaum zu glauben, dass der Kauf von meinem Mustang GT jetzt schon ganze 6 Jahre her ist. Ich zeige euch mal ein Bild von meinem Sohn, wie er damals aussah, als wir den zusammen in Bad Homburg abgeholt haben. Jetzt noch ein Foto für euch, wie mein Sohn heute zusammen mit dem Mustang GT aussieht. Wahnsinn, oder? Das Kaufdatum war der 27. Januar 2018. Heißt, dieses Mal bin ich ein bisschen spät dran mit dem Video, mit der Zusammenfassung. Aber nichtsdestotrotz, wichtiger war mir, dass wir die 100.000 Kilometer Marke haben, als jetzt die 6 Jahre. Für diejenigen von euch, die meine Reise mit dem Mustang GT seitdem nicht verfolgt haben, ein paar kurze Infos. Schließlich ist jetzt der S550, wo der Nachfolger ja angekündigt wurde und inzwischen auch ausgeliefert wird, durchaus als Gebrauchtfahrzeug noch mal viel interessanter als vorher, da die Preise auch ein bisschen runtergehen werden. Eine Übersicht übrigens mit allen wichtigen, relevanten Infos zum S550, sowohl vor Facelift wie meinen, als auch Facelift habe ich euch in einem anderen Video zusammengefasst. Das findet ihr bei mir auf dem Kanal oder wenn ihr hier auf die Infocard klickt. Aber das soll jetzt nicht Thema sein, sondern tatsächlich, wie es denn jetzt nach 100.000 Kilometern mit dem Mustang GT ist. Also, ich habe den Mustang GT damals als Neuwagen mit Tageszulassung gekauft. Laufleistung zu dem Zeitpunkt waren 10 Kilometer, genau, nur 10 Kilometer. Vom Band in den USA ist er am 5.10.2016 gelaufen. Erstzulassung war der 25.10.2017. Während den ersten 7 Jahren, den ich denn hatte, ich hatte die 7 Jahre Garantie, habe ich alles direkt beim Händler machen lassen, also beim offiziellen Ford-Händler. Seitdem die Garantie jetzt abgelaufen ist, mache ich alle Services selbst, alle Flüssigkeitswechsel, Zündkerzen etc. pp. Zu all den Sachen findet ihr Videos bei mir auf dem Kanal. Ich fahre den Mustang im Sommer wie auch im Winter, auch bei Schnee, Eis, Glätte und all diese Sachen und eigentlich so ziemlich als Alltagsauto. Wir waren inzwischen 6 Mal, die 7. steht kurz bevor, wir waren aber inzwischen 6 Mal mit Ride the Dolomites auf den Alpenpässen unterwegs, also viele kurvige, sehr, sehr kurvige Straßen und auch richtig Stoff geben und so. Wir waren in Montenegro, wir waren in Kroatien, wir waren in Italien, wir waren in Frankreich, in Spanien, in Portugal, überall in Europa. Irgendwie kommen die 100.000 Kilometer her zustande. Aber gute Straßen, gute Witterung, schlechte Witterung, alles war dabei. Und der Mustang kann eigentlich alles super, super gut ab und glänzt auch im Alltag mit seinen Qualitäten. Und nein, eins kann ich euch versprechen, man hat das Auto nie satt. Das ist so ein bisschen eine Sorge von einigen, die das Auto haben, dass wenn sie es zu oft fahren oder nicht als Saisonfahrzeug haben, dass es dann irgendwann so gewöhnlich wird quasi. Gibt es ja auch bei vielen Autos, dass das dann irgendwann so ist. Ich kann euch sagen, Mustang GT inzwischen echt viel damit gefahren, viel und nein, jedes Mal, wenn ich einsteige, das ist eine Riesenfreude mit diesem Auto hier über die Straßen zu fahren. Übrigens an dieser Stelle eine wichtige Info für euch. Seht mal hier, sieht man das? Jetzt im Mai ist Ride the Dolomites 7, also die 7. Tour und wir haben aktuell noch super kurzfristig 2 Plätze frei. Also für die Kurzentschlossenen unter euch, wenn ihr sagt, irgendwie, ihr wollt mal meinen Mustang sehen mit 100.000 Kilometern oder ihr möchtet aktuell 18 andere Mustangs sehen, dann zögert nicht allzu lang. Und die Tour geht vom 28. bis zum 31. Mai. Wäre super, wenn der eine sich dazu noch entschließen würde, bei der Tour mitzukommen, damit wir die Tour auch wirklich voll haben. Also 28. Mai bis 31. Mai. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link hin zur Seite, wo ihr buchen könnt. Und ja, wäre super, wenn ihr euch dazu noch bereit erklärt und uns anderen Mustang-Besitzern eine Freude macht und mit eurem US-Fahrzeug da auch dabei sein wollt. Okay, also das mal zur Einsortierung, falls ihr mich nicht kennt und meinen Mustang. Aber da wir das jetzt abgehakt haben, können wir uns über den Stand nach knapp 100.000 Kilometern unterhalten.
Da ich tatsächlich jedes Jahr so ein Video gemacht habe, also ein Jahr mit dem Mustang, 2, 3, 4, 5 und jetzt eben mal 6, würde ich nicht nochmal auf die gleichen Punkte eingehen. Insbesondere mein Video zu 5 Jahren mit dem Mustang war sehr, sehr, sehr ausführlich. Das würde ich euch sehr ans Herz legen, falls euch hier jetzt ein paar Infos fehlen sollten. Aber jetzt beschränke ich mich auf die wichtigsten Erkenntnisse nach 100.000 Kilometern. Fangen wir mit den technischen Dingen an. Ich bin inzwischen bei der 7. Inspektion angekommen. Bedeutet, jährlich steht der Wechsel von Motoröl an, von einem Ölfilter, Luftfilter, Innenraumfilter. Das war es aber auch schon. Also die Inspektion beim Mustang ist ziemlich klein. Das alles ging völlig ohne Auffälligkeiten vonstatten. Insbesondere seitdem ich das ja komplett selbst mache, habe ich echt einen Blick auf, wie der Ölzustand ist, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind, Metallabrieb und all diese Sachen. Ich habe bei 60.000 Kilometer einmalig einen Getriebeölwechsel gemacht und einen Differentialölwechsel gemacht, weil ich halt auch mit dem Fahrzeug ziemlich sportlich fahre. An und für sich ist das, glaube ich, gar nicht vorgesehen. Ich habe dann beschlossen, alle 60.000 Kilometer mache ich das aber. Heißt, das ist etwas, was ich zusätzlich gemacht habe, was nicht vorgesehen wäre. Aber ich will ihn ja auch lang fahren, ne? Und dann kann ich euch nur sagen, Flüssigkeiten lieber einmal zu häufig wechseln als einmal zu selten. Dann habt ihr auch lange Freude an eurem Mustang. Alle diese Wechsel, auch von diesen Flüssigkeiten, waren komplett ohne Auffälligkeiten. Also da kam nichts raus, wo ich irgendwie hätte dann in die Werkstatt fahren müssen oder so, sondern immer das Gleiche, immer nach Schema F, völlig problemlos. Außerdem fährt mein Mustang aktuell mit dem 2. Satz Zündkerzen. Also erster Satz war das von der Fabrik aus sozusagen und das ist jetzt der 2. Satz. Und mit dem 2. Satz Bremsscheiben und Bremsbeläge, auch da einmal bisher gewechselt. Die Reifen sind zufällig auch im 2. Satz, sowohl für Sommer als auch für Winter. Also ich habe einen Sommerreifensatz komplett runtergefahren, einen Winterreifensatz komplett runtergefahren und bin jetzt beim 2. Satz. Und die Starterbatterie ist auch die 2., was auch normal ist nach 6, 7 Jahren. Die Bremsflüssigkeit habe ich alle 2 Jahre gewechselt, so wie es vorgegeben wird. Auch alles ohne Probleme und alles im Rahmen. Und auch die Kosten, ehrlich gesagt, sind komplett vernachlässigbar. Und zwar nicht nur, weil ich das selbst mache, sondern auch, wenn ihr das beim Forthändler machen lässt, ist das halt irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 250 und 500 Euro, je nachdem, was alles gemacht wird. Also echt keine Summe, über die man groß reden muss. Letztes Jahr habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Ich hatte letztes Jahr sowohl 5 als auch Ride the Dolomites 6 und im Anschluss an Ride the Dolomites 6 hatte ich Ride the Ring am Lausitzring und heißt 2 Alpentouren und dann auch noch Rennstreckeneinsatz, ein kompletter Tag und da habe ich dann gesagt, okay, direkt danach wechsle ich das Öl einmal komplett und auch Ölfilter. Den habe ich quasi zusätzlich abseits der normalen Inspektion dazwischen geschoben, aber also zusätzlichen Ölwechsel gegönnt. Und dieses Jahr steht zum ersten Mal der Wechsel der Kühlflüssigkeit an. Ist auch immer noch die erste von Anbeginn und jetzt ist es da mal Zeit, auch für Ersatz zu sorgen. Und das war es dann auch schon. Also tut mir sehr leid, dass ich da Flüssigkeiten oder teiletechnisch nicht groß irgendetwas noch ergänzen kann. Also sehr, sehr unauffällig. Ich habe sogar letztes Jahr zusätzlich die Klimaanlage testen lassen, weil das ist ja immer etwas, wenn sie dann defekt ist, wird es richtig kostspielig. Also ich habe checken lassen, ob das alles richtig funktioniert, in Ordnung ist und so weiter. Und im Zweifel dann natürlich sollte sie neu befüllt werden und all diese Sachen. Aber auch da das Ding gefühlt bis minus 10 Grad kann es runterkühlen. Also auch da alles in Ordnung. Und der Händler hat mir dann einfach nur bestätigt, Klimaanlage hat volle Funktion. Nichts nötig. Also auch die ist extrem gut in Schuss. Also damit kann ich jetzt nach 100.000 Kilometern sagen, der Mustang, also meiner zumindest, aber so was ich mitbekomme aus der Community, auch sehr viele anderen, ist absolut kein Fahrzeug, mit dem man Kopfschmerzen bekommt oder was sich zu einem Geldgrab entwickelt. So, jetzt erzähle ich euch noch, was abseits der normalen Inspektion angefallen ist über diese 100.000 Kilometer. Einmal klassisches Mustang-Problem, das Radlager hinten. In meinem Fall hinten links. Das hatte ich einmal getauscht, auch auf das Gute von Timken. Es gibt da unterschiedliche. Und 10.000 Kilometer später war das wieder defekt. Dann habe ich, um auch sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwas falsch gemacht habe oder so, das beim Händler nochmal tauschen lassen. Das ist jetzt quasi das 3. Radlager hinten links. Die haben mir aber auch bestätigt, nee, war alles im Einbau okay. Das kann es nicht gewesen sein. Also wir gehen davon aus, dass einfach das neu gekaufte Timken-Radlager nicht in Ordnung war oder irgendwas defekt dran war. Passiert ja auch mal, dass Neuteile nicht so funktionieren, wie sie sollten. Also das wurde gemacht hier bei Ford Geberzahn in Köln und ebenfalls ein klassisches Mustang-Problem und das zeige ich euch mal, ist das hier. Die Motorhaube ist aus Alu, aber bei einigen Mustangs gibt es das Problem, dass hier unter dem Lack das Alu zu korrodieren beginnt und dann der Lack sich nach oben wölbt
Und das Problem habe ich jetzt wieder. Und ich sage wieder, weil vor 2 Jahren habe ich das schon mal gehabt und dann wurde die Motorhaube neu lackiert. Es lief übrigens auf die Lackdurchrostungsgarantie von Ford, immerhin. Die gilt, solange man jährlich die KSK, die Korrosionsschutzkontrolle, machen lässt. Und das habe ich seit Anbeginn durchgängig gemacht. Und jetzt tatsächlich 2 Jahre später, nachdem ein Händler das gemacht hat, habe ich wieder Korrosion. Das ist schon echt super, super ärgerlich. Es läuft wieder auf Ford Garantie, was ja eigentlich super ist, ne? Dass sie dann auch sagen, okay, alles klar, das ist ein Durchrostungsproblem. Scheint ja auch ein bekanntes Problem zu sein. Aber da darf ich jetzt nochmal zum Händler und diesmal fahre ich zu meinem Lieblingshändler Ford Kreisel in Bad Homburg, wo ich meinen Mustang auch gekauft habe und die ich euch da sehr ans Herz lege, wenn ihr Mustang interessiert seid. Weil die machen eine richtig gute Arbeit und werde ich 3 Tage in Frankfurt oder in Bad Homburg verbringen und hoffentlich danach das Problem langfristiger in den Griff kriegen. Garantie darauf gibt es leider nicht. Wie gesagt, scheint ein Problem zu sein, was so bei so manchen Mustangs vorkommt. Also wenn ihr über einen Gebrauchten nachdenken solltet, dann guckt, ob es das Problem gibt an der Kante vorne, links oder rechts. Und wenn es das geben sollte, stellt auf jeden Fall sicher, dass der Vorbesitzer jährlich die KSK hat machen lassen. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit mit meinen Winterreifen. Warum erwähne ich das? Weil das sind die Originalfelgen, die beim Ford Mustang dabei waren, wo ich Winterreifen draufziehen lassen habe. Und da sind auch die Original-TPMS-Sensoren drin, die ausgeliefert wurden mit dem Fahrzeug. Und da ist jetzt bei einem der Räder das Ventil undicht geworden und muss jetzt dann demnächst von mir gewechselt werden. Ja, aber Kleinigkeit, ne? Daneben eine weitere Kleinigkeit. Lange Zeit hatte ich über das Diagnosegerät, ich habe so ein OBD-Diagnosegerät, eine Fehlermeldung, einen Kurzschluss an der Rückleuchte, links hinten, rechts hinten oder so. Da hatte mir auch wieder von Ford Kreisel, hatten sie mir gesagt, okay, das ist irgendein Fehler, der mit dem Firmware-Update verschwindet. Und da wurde das Firmware-Update gemacht und damit ist es auch tatsächlich verschwunden. Heißt, auch das Problem war leicht gelöst. Dann noch eine allerletzte Kleinigkeit. Mein Pony-Projektor von rechts im Außenspiegel wirft auf den Boden so einen Pony per Licht. Der war defekt und musste getauscht werden, konnte ich selbst machen, war eine Sache von 10 Minuten. Ja, aber also ihr merkt schon, wir sind in der Region, etwas kostet 20 € mäßig. Also nichts davon über 100.000 Kilometer beim Ford Mustang V8 Motor, 421 PS, 5 Liter Hubraum, 530 Newtonmeter und ne, also krasses Auto und wir reden hier über wirklich Peanuts, wirklich Peanuts. Es ist einfach sonst mit diesem Fahrzeug nichts vorgefallen. Und ich will auch sagen, ich kriege ja viel mit aus der Community, viele, die mich anschreiben, wenn sie irgendein Problem haben. Und auch da kann ich sagen, das ist jetzt nicht nur mein Auto, mit dem das so ist. Ich fahre jetzt auch mehr als die meisten, die in der Community aktiv sind. Grundsätzlich gibt es aber auch viele Mustang-Fahrer, die auch wirklich das Ding im Alltag fahren und auch viel beruflich unterwegs sind oder so. Also in der Community sind eher die aktiv, die das Auto hegen und pflegen und viele in der Garage stehen damit tatsächlich. Aber es gibt auch viele, die einfach nirgendwo im Internet aktiv sind, aber die auch einfach einen Mustang fahren. Der Mustang war ja eine Zeit lang hinterm Porsche 911 und Audi TT auf Platz 2 oder 3, irgendwie so um den Dreh in der Zulassungsstatistik. Also es gibt echt viele in Deutschland. Das sieht man auch beim großen Mustang-Treffen vom Mustang 6 Forum. Da sind ja knapp 1000 Fahrzeuge, meine ich. Ja, also ne, das, was ich aus der Community mitbekomme, bestätigt das, was ich auch feststelle, dass das Auto halt enorm zuverlässig ist. Und glaubt bitte nicht alles, was ihr so in Foren lest, weil die Leute schreiben da hauptsächlich, wenn sie irgendein Problem haben. Das gibt aber nicht wieder, wie das Fahrzeug so insgesamt performt bei jedem einzelnen Besitzer oder jeder Besitzerin. Was natürlich für viele von euch nach 100.000 Kilometern und wenn ihr mit dem Gedanken spielen solltet, so ein Auto gebraucht zu kaufen, spannend ist, vielleicht sogar das spannendste Thema schlechthin nach 100.000 Kilometern, ist das Thema Abnutzung. Wie sehr sieht man denn, dass das Auto 100.000 Kilometer gefahren ist? Und genau das gucken wir uns jetzt am besten mal zusammen am Fahrzeug an. Erstmal das Thema Lack. Und ich habe das Auto jetzt auch nicht super toll extra gewaschen oder sonst etwas, um das irgendwie von seiner besten Seite zu zeigen, sondern ja, ich habe es gewaschen, aber es ist auch schon wieder eine kleine Weile her. Und beim Thema Lack wichtig zu wissen, ich wasche immer mit Handwäsche. Also das Auto hat, meine ich, nie eine Waschanlage gesehen, sondern immer per Hand in der Waschbox. Das spielt natürlich eine große Rolle, wenn man auf den Lackzustand guckt. Und das Auto hat alles mitgemacht, von dornigen Sträuchern in Montenegro. Ich gucke mal, ob da so ein bisschen hier in der Sonne dürfte man das möglicherweise gut sehen. Na, wie das hier zerkratzt ist, da sind auch hier oben oder sowas, wo diese dornigen Sträucher drangekommen sind, Andenken, sage ich mal liebevoll dazu. Da sind so ein paar tiefere Kratzer drin.
Und von den dornigen Sträuchern eben halt in Montenegro bis hin zu Steinschlägen in den Alpen hat der alles mitgemacht. Vielleicht mal so ein ausgebesserter Steinschlag von mir, der ein bisschen wilder ist, den seht ihr hier. Da habe ich auch ein bisschen Lack drüber gemacht. Das seht ihr auch im Video von mir, wie man so Lack am besten schnell ausbessert. Und je nachdem, wie man drauf guckt, ist tatsächlich schwer einzufangen mit der Kamera. Aber ich gucke mal, dass ich ein paar Fotos habe, die ich einblenden kann. Sind am Lack an unterschiedlichen Stellen echt Spuren von Steinschlägen. Und da muss man echt sagen, der Mustang ist super empfindlich. Der Lack scheint sehr hart zu sein. Bedeutet, wenn da ein Steinchen gegenfliegt, dann habt ihr sofort die weiße Schicht unter dem blauen Lack, die hervorlugt. Hier vorne vielleicht sieht man es besser. Hier, das ist ein Steinschlag tatsächlich. Und hier ist einer. Und hier ist einer. Dessen solltet ihr euch bewusst sein, dass da was zu tun ist. Und wie ich schon gesagt hatte, die komplette Motorhaube ist neu lackiert worden. Wobei ich glaube, sie haben den vorderen Teil neu lackiert und dann nur Klarlack drüber gemacht. Ganz genau weiß ich es nicht. Also die ist neu lackiert. Und hier vorne die Stoßstange, die ist ebenfalls schon einmal ersetzt worden durch eine neue und entsprechend auch lackiert worden. Ich hatte einen Wildunfall mit dem Mustang, den er auch ziemlich gut überstanden hat, muss man auch sagen. Aber im Rahmen dessen wurde die Stoßstange neu lackiert und in dem Zusammenhang ist hier so ein bisschen ärgerlich, sieht man, dass an der Fuge, weil die dann so eng aufeinander trifft, dass hier der Lack so ein bisschen abgeht. Und Leute, das sind halt so klassische Sachen, die ihr jetzt bei Autoscout oder bei Mobile in den Anzeigen auch nicht seht. Da sehen die Autos meistens extrem sauber und extrem gepflegt aus, weil halt so super nah guckt man nicht. Und gerade von Oldtimern kenne ich das halt echt, dass die schnell auf Fotos super aussehen. Und wenn man die dann echt sieht, dann fallen einem die ganzen Kleinigkeiten auf, wo irgendwelche Sachen unsauber sind oder nicht gut zusammenpassen oder. Grundsätzlich würde ich sagen, die Kratzer, die im Lack sind, entsprechend der Nutzung, also mit Kind und mit Gepäck und quer durch Europa und quer durch die Welt. Das hinterlässt Spuren und da muss ich einfach, glaube ich, mal drüber nachdenken, das einmal professionell wieder aufbereiten zu lassen und dann dürfte der Lack in neuem Glanz erstrahlen. Hier ist zum Beispiel auch so eine Stelle, so eine Schramme, wo ich mal mit dem Koffer, glaube ich, gegengekommen bin. Ist ja zum Glück Plastik, da kann nichts passieren. Aber ja, Lackzustand overall gut, aber mit Potenzial nach oben, was aber durch die Nutzung kommt, durch mich. Ich bin schuld. Sonst ist natürlich der Unterboden, was Rost angeht, super, super interessant und wichtig. Da fällt mir hauptsächlich auf, dass das Differential interessanterweise sehr zu rosten scheint. Ich mache mal hier ein Foto rein, wenn ich das noch finden sollte, bevor das Video live geht. Also da sieht man auf jeden Fall Rost. Und was ich jetzt neu gesehen habe, dass hinten, dass die Innenseite von der Heckstoßstange, dass da auf der Innenseite jetzt Rostspuren zu sehen sind. Die waren letztes Jahr noch nicht da. Heißt also, das ist etwas, was ich dann beobachten müsste. Ansonsten ist der Rost aber im Unterboden, ja, er rostet. Ich habe ihn ja auch nicht konservieren lassen oder sowas. Und wie gesagt, ich fahre ihn das ganze Jahr. Ja, er rostet, aber alles normal und alles im Rahmen. Und man muss auch sagen, alle diese Teile am Unterboden, die rosten, fast alle lassen sich tauschen oder werden über kurz oder lang auch getauscht und sind auch alles andere als nicht bezahlbar. Was aber die Karosserie angeht in Bezug auf Korrosion, Motorhaube ja, ansonsten nichts. Ich gucke da immer wieder auch ganz genau hin, da ist nichts zu sehen von Korrosion, Rost und Co. Also völlig unauffällig nach 6 Jahren und 100.000 Kilometern. So, und jetzt geht es weiter mit der Abnutzung im Innenraum. Ja, auch super spannend. Kommt mal mit mir mit ins Innere des Fahrzeugs. Auch hier nichts geschönt, Teppiche sind dreckig und so weiter. Also kein hier YouTube von wegen, seht mal, was für ein geiles Projekt ich habe. Es sieht super geil aus und das ist alles nur so getan als ob, sondern echter Alltagszustand des Autos mit allen Spuren, auch hier unten am Lautsprecher und so weiter, mit allen Spuren, die es da so gibt. Also, wichtigstes Thema bei Abnutzung, das Lenkrad. Natürlich ist hier insbesondere erstmal prädestiniert, dass Abnutzungsspuren zu sehen sind. Und ich würde sagen, nach 100.000 Kilometern, sieht man nicht wirklich was. Vielleicht hier, da sieht man ein bisschen, dass anfängt sich hier das Leder so ein bisschen abzulösen oder ein paar Kanten bekommt. Aber dort, wo die Hände hauptsächlich liegen, sieht man nichts davon. Hier oben, da sind Abnutzungsspuren auf jeden Fall. Ich versuche es mal so ein bisschen zu drehen. So und zurück.
Dann könnt ihr das aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also da fangen die Abnutzungsspuren an, aber für 100.000 Kilometer ist das wirklich ein ziemlich guter Zustand, wie ich finde. Auch so etwas, wo viele Autos ja zu kämpfen haben. Ich denke mal an den BMW E39 und solche Sachen. Tasten. Die Tasten tatsächlich sind verblüffenderweise komplett super gut im Zustand. Weder geht irgendwie Schrift ab, noch löst sich irgendeine Beschichtung ab oder sowas, noch ist irgendeine Taste gebrochen. Auch hier im Innenraum könnt ihr gucken, da unten die Tasten. Auch da alles an Ort und Stelle und nichts, was irgendwie abblättert oder so. Auch die Kippschalter, alles funktioniert wie am ersten Tag. Richtig gut. Dann, wenn wir uns die Schalthebelmanschette angucken, auch so ein Klassiker, ne? Ich gehe mal hier zurück, dass man dann hier irgendwie Knicke oder Risse sieht oder sowas. Auch da, nö, ist nicht. Ist auch richtig guter Zustand. Schön, sehr schön. Und auch hier an der Manschette vom Handbremshebel, klassische Handbremse, super gut natürlich, finde ich. Auch da ist nichts geknickt oder sonst was, sondern auch das ist schön weich und immer noch sehr gut. Hier oben spannt es ein bisschen drüber, wo man dann die Hand vielleicht auch mal drauflegt und ablegt. Auch da finde ich echt gut. Das eine, wo man Abnutzungsspuren ein bisschen anfängt zu sehen, wo ich Arm drauflegen sage, ist hier auf diesem Ablagefach, da wo die Armlehne ist quasi. Hier vorne fängt es jetzt an, dass ein bisschen Abnutzungsspuren zu sehen sind. Ich gucke mal, ob ich näher ran kann, ob er dann noch fokussiert. Aber minimal und man muss schon genauer hingucken. Und was krass empfindlich zu sein scheint, sind hier diese Chrome-Applikationen. Hier vorne, vielleicht seht ihr das, wenn ich es so mache. Also da macht sich ein bisschen was bemerkbar. Kommen wir zu den Sitzen. Ja, hier so ein bisschen eingedrückt, wo ich mit meinem Hintern sitze. Also dass es nicht mehr jetzt so super glatt ist oder sowas. Oder super gespannt ist richtiger. Aber hier an den Seitenwangen, gerade da, wo man immer reinrutscht, finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Zustand. Natürlich muss man dazu sagen, ich nehme darauf auch mal Rücksicht, wenn ich einsteige, dass da halt wenig Abnutzung ist. Aber wo man tatsächlich ziemlich gut inzwischen Abnutzung sieht und wo es rapide bergab geht, ist hier an der Rückenlehne, an der Seitenwange. Da sind jetzt Spuren zu sehen. Ist aber auch die einzige Stelle, an der man Spuren sieht. Darüber hinaus, also hier ist jetzt, hat sich so ein Knick geformt, aber das Leder ist nicht kaputt oder so. Muss man natürlich auch entsprechend pflegen, ist zum Teil halt Textilleder und zum Teil Echtleder. Aber wenn man das tut, dann ist das nach 100.000 Kilometern ein echt guter Zustand. Über hinten müssen wir gar nicht reden. Mein Sohn sitzt da ja immer wieder und auch unser Hund Yolo sitzt da ziemlich häufig. Da ist gar nichts zu sehen und nichts irgendwie beschädigt. Und wir gehen mal auf die Beifahrerseite. So, Beifahrerseite hier diesmal mit Sonnenlicht. Auch hier, wir fahren ziemlich oft zu zweit. Sieht man auch nicht so an kleinen Stellen, sieht man so ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen dreckig ist er halt. Aber mehr auch nicht. Was tatsächlich jetzt langsam anfängt, ist hier unten, dass das Plastik hier so ein bisschen die Oberfläche beschädigter ist. Auch hier am Handschuhfach. Liegt aber daran, dass wir während den Touren immer die ganzen Kameras haben und die Stative und auch einfach dagegen knallen. Also das würde ich mal sagen, ist Anwenderfehler. Und eine letzte Sache, so hier nämlich ein Klassiker, auf den man bei Gebrauchtwagen ja immer auch so ein bisschen guckt bei 100.000 Kilometern. Die Fußmatte ist original, die ist seit ersten Tag drin von Ford und Klassiker ist ja da, wo die Hacke ist, dass man da dann sieht, dass ein Loch entsteht oder sowas. Also da sind jetzt erste Spuren, dass hier die Oberfläche so ein bisschen nicht mehr so hoch ist, ne? Also dass die wie sagt man das denn, die Florhöhe quasi ein bisschen geringer ist und die Fasern ein bisschen kaputt sind. Aber auch da, das Ding hält bestimmt noch 60.000 Kilometer durch, bevor es wirklich aussieht nach, das hat aber viel erlebt. Tja, und nun, also ich wünschte ja, ich könnte euch irgendwas super Krasses zeigen zu diesem Auto nach 100.000 Kilometern, aber ist nicht. Also es ist fast schon langweilig, wie wenig Kopfschmerzen einem der Mustang macht und wie das Ding einfach fährt und fährt und fährt. Was ich aber wirklich betonen will, ist, so ein Auto muss man halt auch pflegen. Also wenn ihr es pflegt, und ich investiere da relativ viel Zeit,
wenn ihr es gut pflegt, auch gerade wenn ihr es viel fahrt, dann habt ihr damit auch lange Freude. Und das ist nicht nur das Reinigen gemeint, sondern das ist ein Teil davon natürlich, aber auch genau dieses Thema, mal eine Inspektion mehr zu machen, immer darauf zu sorgen, dass Inspektionen stattfinden und nicht am falschen Ende zu sparen. Zum Beispiel würde ich auch nicht hingehen und Zündkerzen einbauen, die länger oder mehr Kilometer halten, weil es echt wichtig ist, die auch mal raus und wieder reinzudrehen, auch zu gucken, in welchem Zustand die sind und halt nicht das Problem dann später zu haben, dass man die Zündkerze nicht rausbekommt, weil sie viel länger im Motorblock eingedreht war. Also das sind so Sachen, so kleine Sachen, wo ihr ein bisschen drauf achten müsst und dann läuft das auch richtig gut mit dem Mustang. Das Thema Kosten möchte ich euch noch kurz mitgeben. Das sind die Kosten inklusive Steuern und Versicherung. Versicherung ist natürlich sehr subjektiv, Steuer hingegen nicht. Aber die Tuning-Maßnahmen und die Spritkosten sind nicht mit drin, weil Spritkosten könnt ihr euch selbst ausrechnen mit dem Preis pro Liter. Im Schnitt habe ich über die 100.000 Kilometer ungefähr 13 Liter verbraucht. Ne, könnt ihr selbst einfach einmal runterbrechen, wie viel ihr fahren wollt und was es an Spritkosten bedeutet. Und Tuning-Maßnahmen ist auch hoch subjektiv und je nach Geschmack kann man auch sein lassen, muss man nicht machen. Aber wenn ich mir die Kosten angucke, also für alle Services, für Versicherung, Steuer und all diese Sachen, dann komme ich nach jetzt 6 Jahren auf, ich gucke mal nach, 18.120 Euro, was pro Jahr 3.020 Euro sind. Also in den 6 Jahren habe ich pro Jahr 3.020 Euro gezahlt, um den Mustang am Laufen zu halten und in einem guten Zustand zu halten. So, und jetzt kommt die spannende Frage, warum kauft man eigentlich so ein Auto, was so wenig Vorkommnisse hat? Wenn man so ein emotionales Auto fährt, gehört ja, und ich finde, der Mustang ist ein emotionales Auto, gehört es ja auch irgendwie dazu, dieser ganze Frust auf Standstreifen bei Regen zu stehen und dass das Auto immer nicht funktioniert, wenn es funktionieren sollte, damit man auch einfach viel zu erzählen hat. Und es lässt einen halt nicht immer im Regen stehen. Und ist es denn dann überhaupt ein emotionales Auto oder wie sieht das eigentlich aus? Und an dieser Stelle, normalerweise, fängt meine Lobeshymne an, wo ich auf die Emotionalität des Autos eingehe, wo ich darauf eingehe, wie krass der Klang ist, wie toll der Motor sich anfühlt, wie toll das Auto aussieht, wie super das Design ist und all diese Sachen. Vor allem natürlich dieses ganz klassische Konzept mit Frontmotor, Heckantrieb, Reinheckantrieb, 6-Gang handgerissen. Also all diese Sachen, die dazu führen, dass ich unbedingt dieses Auto haben wollte. Oder ich würde darauf eingehen, dass der Mustang ja tatsächlich eine Design-Ikone ist mit der sportlichen Silhouette, dem unglaublichen Radstand und der unglaublich langen Motorhaube. Oder ich würde auf die Historie eingehen, dass so ziemlich jedes Kind den Mustang kennt. Wer kennt nicht den Mustang? In jedem Computerspiel ist er zu finden, in jedem Hollywood-Film spielt er irgendwie eine Rolle. Und dabei auch völlig egal, ob Bösewicht, der Gute, reich, arm oder sonst was. Mustang ist einfach Mustang. Und das ist für mich auch bei Mustang ein wichtiger Punkt. Es ist kein soziales Statement. Es geht nicht um reich oder arm oder sonst was und sich das Auto leisten können und all diese Sachen, sondern jeder findet den Mustang unglaublich positiv und jeder lächelt und jeder gibt Daumen hoch. Und ich war einmal in vielen Ländern unterwegs. Es ist immer das Gleiche. Das ist so ein Auto, wo nicht ein paar Leute dann doch sagen, was ist denn das, bleib weg, sondern alle sind begeistert von dem Mustang. Und zuletzt würde ich dann auf die Community eingehen, die vielen Menschen, die ich kennengelernt habe aufgrund meiner Videos und auch abseits davon und wie toll die sind und wie sehr ich mich auch immer wieder mal verschätzt habe darin, wie weltoffen und einfach positiv die Menschen sind, die genau dieses Auto fahren. Aber, Überraschung, diesmal mache ich das nicht, sondern ich rate dir, ich habe 200 Videos auf meinem Kanal zum Mustang, die ich in diesen 6 Jahren produziert habe. 200 Videos sind entstanden. Und ich würde sagen, nimm dir die Zeit, guck dir die an, von unseren Ride the Dolomites Touren und von allem drumherum. Ich habe alles festgehalten, alle Emotionen festgehalten. Nimm dir die Zeit, abonniere meinen Kanal, guck die Videos und dann wirst du das verstehen. Und ich glaube, dann wirst du auch einen Ford Mustang kaufen wollen. In diesem Sinne würde ich sagen, auf die nächsten 6 Jahre mit dem Mustang und die 200.000 Kilometer Marke, die mit Sicherheit auch noch fallen wird, weil jetzt ehrlich gesagt, jetzt will ich wirklich wissen, was der Mustang mitmacht und was an ihm dann irgendwann versagen wird und ob man es einfach ersetzen und weitermachen kann. Also 200.000 Kilometer werden auch noch fallen und es wird, glaube ich, eine verdammt geile Zeit bis dahin. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du vom Mustang hältst, wie viele Kilometer du schon gefahren bist, ob du mit dem Gedanken spielst, dir selbst auch einen Mustang zu kaufen und all diese Sachen, ob du vielleicht sogar mit dem Gedanken spielst, dir den neuen Mustang zu kaufen, den es eventuell demnächst bei mir auch auf dem Kanal zu sehen gibt. Und denk bitte darüber nach, ob du vielleicht bei der nächsten Ride the Dolomites Tour dabei sein möchtest und uns Mustang-Fahrer mit deinem Mustang auch begleiten möchtest. In diesem Sinne, danke dir und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.